Wer an Südbrandenburg, an die Lausitz denkt, denkt sofort an den Braunkohlebergbau und seine Folgen. Die Kippen müssen durch Rekultivierung erst wieder fruchtbar gemacht werden. Die überwiegend sandigen Böden der Region sind arm an Nährstoffen und speichern nur wenig Wasser. Die große Aufgabe ist, diese riesigen Gebiete wieder in den Naturhaushalt zu integrieren und wieder nutzbar zu machen. Und dazu gehört eben auch, dass man die Voraussetzungen schafft, dass wieder Wälder entstehen, die auch genutzt werden können und auch Flächen für die Landwirtschaft wiederhergestellt werden. Welche Kulturpflanzen können hier angebaut werden? Das untersucht das Team um Michael Haubold-Rosar im Forschungsinstitut für Bergbau-Folgelandschaften in Finsterwalde. Sie treiben in einem Netzwerk für Brandenburg die Erzeugung nachwachsender Rohstoffe voran. Die Aufgabe des Netzwerkes ist, die Wissenschaft, die Landwirtschaft, aber auch die Erzeuger zusammenzubringen und Potenziale zu entdecken, neue Ideen aufzugreifen und mitzuhelfen, dass aus den Ideen dann wirklich auch Geschäftsmodelle hergestellt werden. Der Anbau von Lavendelpflanzen könne eine ernsthafte Chance für die Lausitz sein. Auch jetzt, wo der Klimawandel die Situation für die Landwirtschaft verschärft. Lavendel ist ein Beispiel für die Pflanzen, die mit diesen Klimaveränderungen gut umgehen können und die uns helfen, den Boden vor Erosion zu bewahren, biologische Vielfalt zu erhalten. Naja, wenn man hier auf die Fläche kommt und das summt alles, das ist dann auch ein bisschen, da wird ein Arbeitstag auch ein bisschen wie ein Urlaubstag. Manche fahren in Urlaub in die Provence und ich sag, ich fahre auf Arbeit. Anne Rademacher vom Institut beschäftigt sich mit den Blau-Violetten. Das Institut hat im Jahr 2021 3 Versuchsfelder mit jeweils 0,5 Hektar angelegt. Der Feldtag Lavendel führt Interessierte aus Wissenschaft und Praxis zusammen, die sich mit dem Thema Lavendelanbau nicht nur in der Lausitz seit vielen Jahren auseinandersetzen. Nur über ein Netzwerk kommt man in Austausch mit anderen Menschen, mit anderen Akteuren, auch überregional. Wir haben heute hier auch Leute aus der Ostprignitz, aber auch Leute aus Sachsen. Und wenn die ihre Erfahrungen miteinander austauschen, nur so kann auch wieder was Neues, Schönes, Besseres, was anderes entstehen. An diesem Tag wird nicht nur über die Ergebnisse und Herausforderungen der Feldversuche berichtet. Kai Svensson untersucht für das Forschungsinstitut die Ergebnisse der Blütendestillation. Im Technikum zeigt er hier, wie aus dem Erntegut durch Dampfdestillation Lavendelöl gewonnen wird. Man sieht es auch jetzt hier. Jetzt gleich schafft es der Dampf und jetzt kommt er. Und jetzt riecht man es auch, glaube ich. Ja? Hier auf dem Versuchsfeld in Grünewalde wird am Feldtag weiter diskutiert. Wo, wenn nicht hier, kann man am besten Erfahrungen austauschen? Zum Anbau, zur Ernte und zur Verarbeitung sowie Vermarktung. Wir kooperieren mit Landwirten, weil das sind letztlich diejenigen, die unsere Flächen und unsere Landschaften pflegen und erhalten müssen. Und das funktioniert nur über ein ökonomisches Konzept. Und eine Landschaft sieht auch nur dann so aus wie eine Kulturlandschaft, wenn sie eben auch gepflegt wird. Andreas Graf ist einer der Landwirte, mit denen das Institut zusammenarbeitet. Er ist einer der ersten in der Lausitz, der Lavendel bereits kultiviert hat. War halt die Jahre 18, 19, wo das sehr trocken war, wo die große Dürre war. Und da haben wir gemerkt, wie wenig man auf so einem Standort ernten kann, wo wir so schon wenig ernten, weil es ja ein sehr sandiger Standort ist. Und ja, und irgendwas müssen wir ändern, uns da vielleicht was für die Zukunft zu schaffen, was mit den Bedingungen besser klarkommt noch als das Getreide, als der Raps oder der Mais. Mit ersten Erfolgen habe die Genossenschaft 2021 aus den geernteten Blüten 28 Kilogramm Öl gewonnen, seien es im letzten Jahr schon 45 gewesen. Das Lavendelöl jedoch ist nicht das einzige, was für die Lausitzer Genossenschaft interessant ist. Stück für Stück erweitert sie deshalb die Produktpalette.
Wir waren ja auf verschiedenen Messen, auf der Grünen Woche letztes Jahr, Accra in Leipzig, und da kommt man ja auch so in Kontakt, und da kommen halt auch so Naturbaustoffe, also wo so Dämmmaterialien mit Lavendel und Wolle oder halt Verpackungsmaterial, wo dieser Lavendel auch eingesetzt wird als natürliches Desinfektionsmittel, also um Umverpackung und weniger Plastik und solche Sachen, weil halt in diesem ätherischen Öl halt solche Stoffe drin sind. Die Netzwerker und Netzwerkerinnen in Finsterwalde hören das gern. Denn wenn Betriebe sich für derartige Projekte interessieren, dann entsteht aus nachwachsenden Rohstoffen wie eben dieser blau-violetten Pflanze eine Möglichkeit, in der Lausitz und in Brandenburg regionale Zukunft neu zu gestalten. Ich sehe das schon als realistisch an. Was es braucht, sind einfach auch Pioniere, die den Weg mitgehen, sich zu engagieren und neue Ideen voranzubringen, auch Zeit und Geld in die Hand nehmen, um neue Produkte mit zu entwickeln, die vorangehen und zeigen, dass es funktioniert. Das Netzwerk Nachwachsende Rohstoffe für Brandenburg geht den richtigen Weg. Wenn man an Brandenburg und an die Lausitz denkt, denkt man in Zukunft auch an ein blau-violettes Meer.